Du. Well met, friend. Essen und Trinken bestellen. Ich hätte gerne Campingbedarf. 2-mal. Und ich würde gerne schlafen. Und zwar das da. Achso. Wir haben das Ding gar nicht gekauft? Ups. So. Danke, Spiel, fürs Bescheid sagen. Oh. Viererhelden kann man auch direkt anheuern, ne? Ist ja praktisch. Du. Ja. Du wachst auf und siehst Durance, der seinen Stab mit beiden Händen vor sich hinhält. Aus der oberen Stabspitze flackert eine Flamme, die lange Schatten auf sein Gesicht wirft, als ob er mit nachdenklichem Gesicht vor sich hin starrt. Trotz all des Feuerscheins können sich deine Augen nicht auf ihn konzentrieren. Vielleicht wachst du gerade aus einem Schlaf auf, oder es handelt sich um einen Lichteffekt. Aber er erscheint dir undeutlich, an den Rändern verschwommen. Nur sein Stab, den kannst du genau sehen. Der Stab. Er scheint seine Gravuren zu studieren. Während du zusiehst, beginnen sie schwach rötlich zu leuchten, wie durch die Risse erhitzten Holzes. Die Linien fließen wie geschmolzenes Metall und brennen die Ränder seines Stabes entlang, bevor sie sich in eine komplizierte Reihe feuriger Adern verzweigen. Dort, wo seine Hände das Holz umklammert halten, häufen sie sich und pulsieren wie ein Herzschlag. Während du zusiehst, drehen sich die Adern zu einem Dutzend separater Kreise. Kreise, die sich wiederum drehen, bis sie ihrerseits kreisförmig angeordnet sind. Sie pulsieren, warten und alles ist merkwürdig still. Und urplötzlich geht von dem Feuer ein gewaltiges Licht aus. Du spürst einen Luftstoß, siehst einen enormen Blitz und erwachst abermals. Durance befindet sich immer noch am selben Ort, nun aber in fester Form und real. Er scheint ihn nicht bemerkt zu haben oder auf das Geschehene reagiert zu haben. Also Durance ist nicht, was er zu sein scheint. Prüfung von Durance. Besprich deine Vision mit ihm. Okay. Du musst mich verlassen. Ich habe da ein paar Fragen. Wir können ihn nur direkt ansprechen. Also ja, wir könnten jetzt Smalltalk halten, fragen, wer er ist und so weiter, aber ich sah etwas Merkwürdiges. Du bist am Feuer gesessen und von deinem Stab ging ein starkes Licht aus. Tell me what you saw. Es gab einen Blitz wie bei einer Explosion, einen unglaublich grellen Luftstoß. It is the light of the Godhammer you saw. Götterhammer? It was a weapon of Deerwood's people, a symbol of their independence. It saved the Deerwood. Gotthammer. Es wäre mal schick, wenn die ultimativen Waffen im Spiel nicht immer Langschwerter und Zweihänder wären, ja? Ein Hammer hätte was. Also es hört sich zumindest mächtig an. Was weißt du drüber? It brought the Saints' War to an end, knocked a god from his perch. There are few that would deny Eothas overstepped. The Godhammer reminded Eothas of it. You saw its light because I helped shape it, give it life, and release it into the world. Once seen, its glory is almost too bright to be believed, and too bright to be forgotten. Du hast dabei geholfen, eine Waffe zu bauen, die einen Gott getötet hat? There were 12 of us. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now. It felt as if the staff was Margaren's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who would come to stand on the bridge to stop Eothas. Die Schatten der 12. Das ist das Dutzend. Diese Mercenary-Gruppierung.
Ich sah auch ein Dutzend heller Kreise, die aus deinem Stab hervortreten. Even in that stand, there was a ritual to it. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast, a dozen faithful of Margren, her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Druin stellt den Stab vor sich ab. Die Flamme an der Spitze flackert einen Augenblick. Das Licht lodert leicht auf. Es teilt sich in einen Ring aus Flammen, eine nach der anderen, bis ein Dutzend aufeinandertreffen. As 12 held Aethys fast, we 12 unleashed our prayers and let the Godhammer fall. Dann blüht sie hell auf, einmal, und nimmt wieder die Stärke einer Kerze an. Als es vorüber ist, scheinen die Schatten in der Nähe schärfer zu sein, als hätten sie Kanten, und du blinzelst, um wieder klar sehen zu können. Druin starrt immer noch wie gebannt in die winzige, kerzenartige Flamme. Also der Gott, der von den 12 niedergestreckt wurde. Es stand, glaube ich, nicht wirklich, dass er getötet wurde, aber er wurde niedergestreckt, was ja nicht heißt, dass er nicht wieder aufgestanden ist. Wobei niedergestreckt meistens heißt, dass er tot ist. Oder? Ne? Man weiß bei solchen Sachen nie, wer dann am Ende nochmal wiederkommt oder nicht. War das nicht eine Bombe, die ihn aufgehalten hat? Also war der Gotteshammer nicht wirklich ein Hammer, sondern es waren 12 Leute mit Stäben, die am Ende Feuer hatten und sie haben damit die Bombe ausgelöst? Also die Geschichte hat sich für mich noch nicht ganz zusammengesetzt. Kann sein, dass ich da was verpasst habe oder vergessen habe. Aber lassen wir mal weiterreden. Shadows cast by the fire of the Godhammer, perhaps. And we shared their fate as well in time. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer. Marked by Margren. Was meinst du mit teilten wir ihr Schicksal? Not all deaths come with stilled breath and stilled heart, or other stilled passions beneath the waste. Some deaths come from silence. The connection we once shared with Margren, after the light of the Godhammer, it was not the same. It was as if we'd lost our senses, and sense of purpose as well. Instead of victory, being welcomed, there was silence, within and without. Not many can claim to have killed a god. Okay, tot. It is less a heroic tale than you would think. And such a death, it changed our faith. All faiths, I expect. Doubt followed, and the world changed. I do not believe Margren was pleased by what we had done. Warum? The world is broken, the wheel stilled. There is sickness in the world's heart. Perhaps the price of crossing a god. Crossing 2 gods. Even as Margren shaped our hands, perhaps we carried her will farther than was allowed. Just as Widewind did. Saint Widewind. Mortal arrogance to match mortal arrogance. Yet if the world had changed, then I sought to change with it. If I had forgotten some of Margren's teachings, I would find them again. I would make her see me again. Was hast du getan? I remembered Margren's teachings. How reminders on the flesh were more important than the death of a vessel. And I wondered if killing Aethys, if that had simply set him free. Had it allowed him to escape his punishment and be taken on the wheel? Like a mortal? As I stepped from the now blessed Godhammer Bridge, I thought of Ashfall. I thought of the War of Black Trees. Wondered if I needed to be burned to find myself again. That is Margren at her heart. At least that is my hope. These are the doubts that befall me.
Was geschah nach deiner Rückkehr nach Aschfall? The road to Ashfall is long. Gives one time to think. And if you think long enough, you do not go home. I left without telling anyone, with only the robes I wore at Halgot, my staff, and my name, which is long buried. Of my fellow 11 craftsmen, disciples, I know not what happened to them, if they suffered the same doubt as I did. But it was underserved. It was wrong. We had done all that, or had asked. Grab victory from defeat and... Also, kurze Zusammenfassung. Es war eine Bombe. Sie haben die Bombe ausgelöst. Sie wurden bei dem Bau der Bombe geleitet von ihrer Göttin, Madris. Aber als sie dann das gemacht haben, was die Göttin wollte, war die Göttin nicht zufrieden damit. Und Duran selber hegt Zweifel, ob der Tod des Körpers wirklich das Ende war von Eos. Also dadurch, dass er gestorben ist, er vielleicht in anderer Form wiederkommt oder befreit wurde und dergleichen. Also es fühlt sich alles sehr leer an für ihn. Hatte er mit der Stille bezeichnet, denke ich. Wir können jetzt sagen, du fühlst dich, als seist du von deiner Göttin betrogen worden. Oder wir könnten sagen, fühlst du dich, als hättest du deine Göttin betrogen? Nee. Du fühlst dich, als seist du von deiner Göttin betrogen worden. There is something about being used and cast aside. Perhaps Widewen himself felt it. There at the end, when the hammer struck. To be the proof that your God is hollow as the vessel it inhabits. I tried to find purpose, and avoided all contact with other Magranic priests. Did not seek the walls of Ashfall, and sought to make amends to my God through actions. I joined with the Purges for a time, and not long after came the first signs of the Hollowborn. So many crimes, trespasses, violations. The Salvation. Animancers were another sickness born of the Saints' War. A relapse of innovation, of desperation to heal what we had caused. All seemed worse than before the bridge, not better. And as years passed, the world became even worse still for the victory. Okay. Aber ja, hier eine Zeit lang machte ich bei den Säuberungen mit. Säuberungen? Es klingt ganz schön garstig. Also es scheint wirklich so zu sein, als wenn die Menschen durchgehend alles falsch machen, was sie falsch machen können. Dementsprechend wird die Welt immer schlimmer. Die Götter versuchen einzugreifen, aber es wird dann auch nicht so, wie die Götter es wollen. Und es, ja, spiraliert einfach nach unten. Was können wir jetzt sagen? Vielleicht waren die Säuberungen auch nicht das, was Magrin wollte. Vielleicht, ja. Jetzt verstehe ich, warum du deine Göttin eine Hure schimpfst. Sie hat dir den Laufpass gegeben und trotzdem schmachtest du ihr nach. Das würde ihn ziemlich provozieren, denke ich. Du hast Gräueltaten begangen, wofür dich deine Göttin ausgeschlossen hat. Genau das hast du verdient. Nee. Klingt nicht danach, als ob dir deine Göttin jemals vergeben würde. Götter sind da ein bisschen anders. Denke ich. Also es ist ja meistens so, dass wenn sich ein Sterblicher einen Gott vorstellt, dass er dann sehr viel von seinen eigenen Fehlern und so weiter auf den Gott projiziert. Aber das ist die vollkommen falsche Herangehensweise. So haben das immer alle Menschen gemacht, seit der Antike. Aber so funktioniert das nicht. Man müsste sich etwas vorstellen, was so weit weg von einem ist, dass es gar nicht mehr mit der Moral wirklich vertretbar ist. Und auch nicht mit der Zeit vertretbar. Also
Weil ein Sterblicher hat nur ein gewisses Leben, von da bis da. Ein Gott ist unendlich, also jedenfalls in der Theorie, und denkt deswegen auch vollkommen anders und mit viel anderen Maßstäben. Also es ist eigentlich vollkommen egal, was er sagt und tut. Und selbst wenn er Gräueltaten begangen hat, könnte er sich immer noch ändern. Ich denke nicht, dass ein Gott so pedantisch wäre,